Also auf jeden Fall über dem Greifswalder Bodden, da waren so komische Lichter. Oh. Und jetzt könnte man ja sagen, alles Spinnerei. Aber Forscher nehmen das sehr ernst und überlegen jetzt, was das sein könnte. Ein Fall für Karin Ruwold. Was ist das bloß? Am 24. August 1990 filmen Urlauber diese seltsamen Lichter über dem Greifswalder Bodden. Jetzt, 22 Jahre nach dem Ereignis, wollen die UFO-Forscher Marius Kettmann und Alexander Knörr das Rätsel lösen. Das ist eigentlich der größte UFO-Fall in Deutschland. Bis heute hat man noch nicht eindeutig identifizieren können, was das Ganze ist. Und somit haben wir es hier mit einem richtigen UFO-Fall zu tun, also mit einem unidentifizierten fliegenden Objekt. Eine militärische Übung? Marius Kettmann hat nachgeforscht. Offiziell gab es damals keine Manöver. Wenn man sich vorstellt, dass es wirklich was Militärisches war, dann wird es interessant, weil man sich sagt, warum ist das bisher nicht aufgeklärt worden? Was sind das für Waffensysteme? Welche Armee ist das? UFO-Skeptiker glauben trotzdem an militärische Manöver. Vielleicht eine geheime Operation? Zum Beispiel Leuchtmunition. Die kommt aber nicht in Frage, da sie spätestens nach 7 Minuten verglüht. Ebenso kurzlebig sind die sogenannten Flares, die die Marine verwendet. Die Greifswalder Lichter standen aber viel länger am Himmel. Ansonsten bleibt es wirklich zurzeit unidentifiziert. Und was das dann gewesen sein sollte, da bin ich überfragt. Also als UFO-Forscher muss man ganz rational an die Sache rangehen. Die UFO-Forscher machen sich auf die Reise von Xanten nach Usedom und treffen Augenzeugen. Jens Hollatz saß damals mit seiner Freundin im Biergarten in Ahlbeck. Und dann habe ich da hinten, praktisch zwischen den beiden Bäumen, vielleicht kann man das mal zeigen. Und da drüber waren diese Leuchtobjekte. Hast du damals irgendwas mitbekommen, Flieger gehört, Flugzeuge Gar gesehen? nichts, geräuschlos. Okay. Und dann eben diese bewegten Bilder nach oben, nach unten. So etwas hatte der gebürtige Usedomer noch nie gesehen. Die Begegnung mit dem Unerklärlichen lässt ihm keine Ruhe. Das ist nichts Normales, so einfach ist das. Ich bin jetzt kein UFO-Fanatiker oder so, das will ich auf keinen Fall damit ausdrücken. Aber wäre schon interessant zu wissen, was ist da wirklich gewesen. Auch der nächste Zeuge erinnert sich genau an jenen Tag, als plötzlich der Himmel anfing zu leuchten. Hallo. Das war ein Phänomen. Ne? Also die ganze Düne stand voller Menschen, um diese zu sehen. Es waren Lichterketten, die hingen am Himmel, wie Leuchtkugeln. Können Sie sich noch erinnern, wie lange Sie das ungefähr beobachtet haben? Oh, das war ewig. Das Stunde bestimmt. So lange glüht kein militärischer Leuchtkörper, weiß Kettmann. Also das ist sehr interessant und widerspricht dem Militärischen noch mehr. Das Greifswald-Phänomen bleibt rätselhaft, doch die UFO-Forscher bleiben dran. Vielleicht finden sie ihn ja noch, den ultimativen Beweis. Die Hoffnung ist natürlich bei allen Fällen, die erstmal nicht geklärt werden können, da, dass man irgendwann vielleicht doch den Hinweis findet oder den Beweis, dass es vielleicht doch irgendwas Intelligentes ist, das nicht von dieser Welt kommt. So sehen sie wahrscheinlich nicht aus. Aber ich gebe zu, ich habe früher die Bücher von Erich von Däniken verschlungen. Fand ich hochspannend. Ehrlich? Machu Picchu, Landebahn. Wie haben sie denn und so. geschmeckt? Ja, ja. Übrigens, das ist kein Außerirdischer, den du da Aber das malst. passt Aber zu der Däniken. Nee, Däniken war früher Kellner. Ja? Ja, klar. Da hat er schon mit den fliegenden Untertassen. Das ist jetzt kein Witz. Ich fand das so Was ist eigentlich aus dem geworden? Müssen wir mal recherchieren. Aus Däniken.